So, Peace Leute, heute geht's weiter mit der Aprilia. Wie man schon sieht, Schwinge und Rahmen sind verbunden. Lenkkopflager habe ich auch schon eingebaut, kommt aber im anderen Video. Wer die anderen Teile noch nicht gesehen hat, vom Wiederaufbau, vom Zerlegen bis hin zum derzeitigen Stand, gerne die alten Teile auschecken, ich verlinke die kurz. Heute in dem Video widmen wir uns den Felgen. Ja, und viel Spaß bei diesem Video. Los geht's! So, Felge vorher. Die bringen wir jetzt zum Pulvern. Heißt, Lager raus, Reifen runter und Bremsscheibe ab. Und dann geht's morgen, auch mit der Hinterradfelge, zum MB Polish. Dann gibt es eine neue Farbe. Probieren wir es mal, aber ist noch nicht weit drin. Gute Qualität. Machen wir 4er Imbus. Alter, aber das ist und 180 Newtonmeter, oder? Computer. Jetzt dreht sich durch, oder? Jo. Yep. Und so schauen fertige Radlager aus. So, Felgen sind beide montiert. Die Farbe kommt jetzt gar nicht so raus hier. Aber auf jeden Fall sind neue Radlager drin.
Die alten waren mehr als K.O. Also vorne, hinten neue Radlager. Dann die geile Pulverbeschichtung vom MB Polish. Richtig nice geworden. Das nennt sich Candy Gold. Kommt auf der Kamera jetzt gar nicht so rüber wie in echt. Aber das ist wirklich eigentlich, es schaut 1:1 so aus wie Gold. Vorne ist leider die alte Bremsscheibe. Ich dachte, die geht eigentlich noch, aber ich habe gesehen, die ist doch schon recht eingelaufen. Ja, vielleicht besorge ich mir dann noch eine Braking. So, neue Bremsscheibenschrauben brauche ich auch noch. Das war das Problem hier. Also vorne ging es wie gesagt, aber hinten war es echt ein ziemlicher Act. Dann hinten ein Stealth-Kettenrad von Motorradersatzteile 24. Genauso eine Braking-Scheibe für hinten. Ist Originalübersetzung und die Bremsscheibe, die macht schon echt was her, und hinten war sie halt auch mega fertig. Hier habe ich neue Schrauben drinnen. Die waren nämlich, also das war echt ein riesiger Eck, die alten rauszubekommen, ohne irgendwas kaputt zu machen. Hier sieht man es auch nochmal, Braking. Dann neue Winkelventile sind dran. Die habe ich von max2h.com. Sind auch echt günstig für Winkelventile, also wenn ihr mal welche braucht. Ja, im Endeffekt Lager neu, Bremsscheibe hinten neu, Kettenrad neu. Für vorne sollte ich mir echt eine neue Bremsscheibe auch zulegen. Dann ist der Dunlop Sportsmart TT verbaut. Also den Reifen, den mochte ich echt gerne auf der BMW schon. Und ich denke, auf der Aprilia ist er auch echt gut aufgehoben. Und ich hoffe, euch gefällt die Videoreihe. Checkt die ersten Teile aus. Und als nächstes geht es eigentlich schon weiter mit, ich glaube, was fehlt noch? Vergaser, noch ein paar Kleinteile und eigentlich dann schon ans Zusammenbauen. Jetzt gibt es noch einen kleinen Porn von den montierten Rädern und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao.